Was haben Tech und Dating gemeinsam? Leute wissen bei beiden nicht, was sie tun. Deshalb sind wir für euch auf ein Date gegangen, Und haben über Tech gesprochen. damit ihr es nicht müsst. Gern geschehen. Aber sag mal Nils, was machst du beruflich? Na, ich bin nicht mehr ganz Softwareentwickler. Also ich war Was heißt das? Softwareentwickler, ich bin jetzt mittlerweile für eine Firma zuständig, die Software entwickelt. Also ich bin nicht mehr selber derjenige, der Programmierer, sondern ich kümmere mich darum, dass die Leute, die mit mir zusammenarbeiten, dass es denen gut geht, den Programmierern, die Programmiererinnen, die bei uns sind. Ich verstehe Programmieren immer noch wie, das kann ich im Keller lernen. Geht das? Kann man schon machen, wird dich aber nicht weit bringen. Ich habe Programmieren gelernt, als ich 8 war. Das war so ein alter Computer von meinem Vater. Du bist einfach ein Angeber. Ja, das war eher so aus Versehen. Was? Das Angeben, aber auch das Programmieren. Also mein Vater hatte halt einen Computer und ich habe halt mehr getan, als nur zu spielen. Und habe halt irgendwann angefangen zu programmieren. Und ich glaube, du lernst Hard Skills sehr gut, wenn du programmierst. Alleine für dich. Du lernst aber keine Soft Skills. Und ich glaube, heutzutage ist es viel wichtiger, dass du in der Softwareentwicklung, dass du gewisse Soft Skills erlangst. Und das funktioniert heutzutage viel besser über irgendwelche Mentorenprogramme oder irgendwelche Hacker-Schools. Also irgendwie so Schulen, da wo du dann schon als Jugendlicher, als Kind den Bereich Programmieren lernst durch Personen, die es können, die dir aber auch so ein bisschen Teamplay beibringen. Das heißt, Programmieren ist eigentlich sehr teambezogen. Ja, du brauchst heutzutage Soft Skills in einem Bereich, der dich dazu befähigt, mit Menschen zu arbeiten. Du kannst nicht einfach dein Ding machen für dich und dann aufs Beste hoffen. Und ich glaube, vor ein paar Jahren gab es da so ein bisschen so quasi so diesen Clash of Cultures, dass die Leute, die wie früher das im Keller gelernt haben, dass die irgendwann damit konfrontiert worden sind, dass einfach dieser Bereich Teamplay einen viel größeren oder einen stärkeren Faktor bekommen oder eine viel größere Bühne bekommen haben. Also ist Programmieren vor allem Teamarbeit? Ja, am Ende muss halt noch programmiert werden, ne? Aber es geht darum, dass du in einem Team funktionierst und dass du dich absprichst. Und also Kommunikation ist halt key. Du arbeitest in Iterationen von 2 Wochen zum Beispiel, diese sogenannten Sprints. Und in der Zeit musst du einfach viel mit deinem Team kommunizieren, mit den verschiedenen Personen da, damit das Produkt, was du halt entwickeln sollst, funktioniert. Das heißt, du kannst nicht im Keller Software schreiben? Kannst du schon, aber du kannst keine Software schreiben, die im, ich sag mal, langfristig großen Stil funktioniert. Also irgendwas, was halt irgendwie eine gewisse Komplexität hat. Du wirst dir einfach keine Freude damit machen, weil es wird irgendwo Qualitätsabstriche geben. Du brauchst Feedback. Ich finde Feedback total wertvoll. Wie zum Beispiel dir ein Mentor Feedback gibt? Genau. Also ich habe Mentoren, die für mich da sind und mir dann sagen, nicht nur rein von der Qualität des Codes, der geschrieben ist, sondern einfach auch, wie ich dann im Team funktioniere und wie ich vielleicht für den einen oder anderen rüberkomme. Und das ist vielleicht für die ein oder andere Person einfach neu und schwierig, aber das ist einfach da, wo die Reise gerade hingeht.